Die Mistrale, die geben sich gerade wirklich die Klinke in die Hand. Das ist nochmal ein großes Projekt, wo ich mich darauf vorbereiten muss, aber jetzt genieße ich erstmal die Fahrt. Bisher war es vom Wind eigentlich ganz gut gelaufen. Wir hatten teilweise 7 Knoten Fahrt. Wir fahren jetzt in die Cala Tarida. Da waren wir vor 2 Jahren auch mal für 3 Wochen schon gelegen. Das ist eine sehr geschützte Bucht bei Mistralwinden. Die kommen ja so von schräg runter und das ist immer so die Rückseite. Und das ist auch der Grund, weshalb wir nach Ibiza gefahren sind, beziehungsweise Ibiza Formentera, weil die Mistrale, die geben sich gerade wirklich die Klinke in die Hand. Also es kommt jetzt am Sonntag, Samstag, Sonntag wieder, Sonntag, Montag, so war das. Heute ist ja schon Samstag. Also in 2, 3 Tagen. Ja, kommt wieder einer und der nächste hat sich auch schon angekündigt für eine Woche später. Und da sind wir in Ibiza besser aufgehoben als Menorca, wo wir ja eigentlich noch mal hin wollten. Man sagt, Menorca ab September wird für Segler schwierig und wir merken das jetzt auch gerade. Deswegen sind wir ganz froh, jetzt hier zu sein. Tut uns auch gut, ein bisschen zu wissen, wo wir sind und nicht mehr keinen Stress zu haben, sondern einfach ganz entspannt zu wissen, da ist ruhig, da kann ich hin und da bleiben wir ein paar Tage und dann schauen wir mal, ob wir noch nach Port Nasch weiterfahren, also an die Nordküste. Die ist auch wunderschön von Ibiza und mal sehen. Die Cala Tarida, wer die auf der Karte anguckt, die sieht gar nicht geschützt aus, die ist sehr offen, aber sie ist für die Hauptwindrichtung die abgewandte Seite und deswegen ist sie dann doch sehr geschützt, erstaunlicherweise. Und sie ist sehr groß, hat also immer Platz für alle. Und ja, bin gespannt, wie viele Boote diesmal dort sind. Mit dem willst du aber auch nicht in Konflikt geraten, du. Der mangelt dich einfach über. 30 Knoten hat der drauf, ne? Für eine Welle wirft, oder? Da ist die nächste Schnellfähre da vorne, ne? Die Transmalpin. Ein weiterer Grund, nach Ibiza zu fahren, war, dass wir Freunde zu Besuch bekommen. Zum ersten Mal Besuch auf dem neuen Boot. Natürlich müssen wir Platz machen, die V-Koje ist voll mit Ersatzteilen, Werkzeugen und ähnlichem. Gedöns halt. Unser Besuch ist auch der Grund dafür, weshalb es jetzt die Station auf Ibiza nur mit Videoaufnahmen und Voice-Overlay gibt. Die private Zeit war für uns sehr wichtig. Bevor wir euch nach Ibiza mitnehmen, wollten wir euch gerne noch etwas zeigen. Hier ist ein Zusammenschnitt unserer bisherigen Reise. 801 Meile in 6 Wochen, davon 2 Wochen in Deutschland. Und wer genau hinschaut, sieht, wir haben ein Segelboot gesegelt. Wir haben uns als ersten Anlauf auf Ibiza die Cala Tarida ausgesucht. Die Gründe haben wir ja schon erzählt. Was wir nicht erzählt haben: Die Cala Tarida ist die Ankerbucht mit dem schönsten Sonnenuntergang. Außerdem ist es dort sehr einfach, Leute abzuholen. Man kann ganz gut anlanden. Nach 2 Tagen in der Cala Tarida machen wir uns dann auf Richtung Norden. Der Wind soll ein wenig drehen und wir wollen auch nicht nur an einem Platz bleiben. Ziel Carabeniras.
Sonnenuntergänge mit trommelnden Hippies. Leider ist es nicht möglich, dort einen guten Platz zu bekommen. Und um ganz außerhalb zu ankern, ist die See doch zu unruhig. Also fahren wir direkt weiter in die Cala d'Esporc. Ich glaube, ich habe noch nie, wirklich noch nie, so klares Wasser gesehen. Es war unfassbar schön und sehr ruhig. Am nächsten Tag machen wir einen kleinen Ausflug. Wir sind angelandet und ein wenig den Berg hochgewandert. Hier ein schöner Blick in die Bucht von oben. Am nächsten Tag segeln wir weiter und machen Halt in der Cala Charruca. Diese kannten wir auch schon von vor 2 Jahren, eine sehr große Bucht. Man liegt trotzdem relativ geschützt, aber es gibt halt nicht besonders viel in der Umgebung. Leider stellen wir fest, dass die Bucht ganz schön dreckig ist. Es schwimmt vieles rum, was man so nicht sehen möchte. Das ist sehr schade. Nach einer recht ruhigen Nacht fahren wir dann am nächsten Morgen weiter Richtung Portinage, denn unser Besuch verlässt uns wieder. Portinage ist unsere liebste Bucht auf Ibiza. Es ist unheimlich friedlich da und trotzdem ist man nicht abgeschottet von der restlichen Welt. Leider gibt es dort nicht sehr viele Möglichkeiten zum Ankern. Was wir aber gefunden haben, ist ein irrsinnig schöner Sundowner-Spot. Man kann dort nicht ankern, aber man kann am Strand sitzen und die Sonne zwischen Felsen im Meer untergehen sehen. Unfassbar romantisch. Es ist sehr viel Posidonia auf dem Grund. Da das sehr viele Bootsfahrer nicht so wirklich interessiert und sie einfach ihren Anker werfen, gehen wir davon aus, dass spätestens nächstes Jahr auch hier Bojen liegen werden und Ankern verboten sein wird. Generell haben wir festgestellt, die Badezonen auf Ibiza und Formentera sind deutlich größer geworden als noch vor 2 Jahren. Geschützte Buchten werden immer weniger, man muss recht weit außerhalb ankern. Das ist sehr schade, aber von den Bootsfahrern auch selbst gemacht. Nach dem Besuch legen wir uns die Karten, wie wir weitermachen wollen. Das Wetter ist ja nicht wirklich besser geworden und wir sind im Prinzip die letzten Tage nur noch dem Mistral oder den starken Winden davongefahren. Außerdem drückt nach wie vor der Motor und so beschließen wir, die Saison zu beenden und zurückzufahren. Es ist zwar erst Anfang September, aber der Liegeplatz in Barcelona ist ja sowieso bezahlt für den ganzen September. Also warum nicht sinnvoll nutzen und lieber schauen, ob wir vielleicht doch nochmal in diesem Jahr mit einem reparierten Motor loskommen. Um 6 Uhr ist es. Vor 3 Stunden habe ich die Bucht von Portinage verlassen, bin Anker aufgegangen. Marion schläft noch. Das ging alles sehr reibungslos, obwohl ein großer Katamaran sehr, sehr nah vor uns lag. Aber das hat prima gepasst. Ich bin dann nur unter Radar aus dieser engen Bucht rausgefahren. Das war ein sehr besonderes Erlebnis. Ich kannte die Bucht recht gut, deswegen war sie mir halt sehr vertraut. Trotzdem ist es ein ganz besonderes Erlebnis, da unter Radar rauszufahren, wo man dann eben nur auf dem Bildschirm die Küstenlinie ganz grob sieht. Aber man sieht ja vorne raus. Habe ich nichts gesehen. Das war alles komplett dunkel, weil der Mond noch nicht aufgegangen war. Jetzt ist der Mond aufgegangen und wir haben immer so zwischen 5 Knoten und 10 Knoten Wind. Aktuell sind es so um die 8 Knoten und wir fahren 5 Knoten. Sehr, sehr hoch am Wind. Ich habe die Segel alle so eng getrimmt, wie es irgendwie geht. Und wir haben am Großsegel haben wir ja 2 elektrische Segelbedieneinrichtungen. Das eine ist der elektrische Schlitten. Der hat sozusagen einen Förder und das andere ist das Segel ein- und ausholen, also das Aufrollen selbst. Und der elektrische Schlitten, der klickt noch, wenn ich ihn bediene, aber er fährt nicht mehr. Das werde ich mir bei Tageslicht dann nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf See beheben kann. Ich habe es jetzt von Hand soweit dicht getrimmt und kann ja jetzt mit dem Traveler dann ein bisschen variieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich ihn halt wegrollen, also die Leine aushängen und komplett wegrollen. Aber ich denke, für die nächsten paar Stunden wird es so gehen. Und bei Tageslicht gucke ich mir das dann an. Ansonsten bin ich froh, dass wir segeln können. Wir fahren an die Küste zurück, weil ich mich endlich um den Motor kümmern möchte. Und ja, da wollen wir jetzt endlich mal rangehen. Jetzt sind die Temperaturen nicht mehr so heiß, so hoch. Und jetzt kann man im Hafen das auch wieder einigermaßen aushalten und wieder im Motorraum arbeiten. Deswegen fahren wir zurück.
Die Sonne ist hinter mir aufgegangen und ich konnte die Segel jetzt auch noch mal ein bisschen nachtrimmen. Jetzt bei Tageslicht sieht man das natürlich deutlich besser. Wir fahren jetzt 5,2 Knoten bei 8,9 Knoten Wind. Wunderschönes Meer, tiefblau noch und ja, wir haben eine irre lange Projekteliste für das Boot und das war gut, dass wir dieses Jahr hatten, weil das nochmal verschiedene Sachen gezeigt hat, die wir nacharbeiten müssen. Zum Beispiel die Aussetzer von dem Autopiloten, die wir ja nach wie vor haben. Der ist auch heute wieder zweimal ausgestiegen, lässt sich allerdings immer wieder einschalten, zum Glück. Der Genua-Förler hatte ich ja erzählt, nicht der Genua-Förler, der Schlittenförler vom Großsegel. Und ja, es sind auch ein paar Sachen dabei, die einfach nur Wartung sind. Und aber das allererste wird sein, dass ich den Motor rausnehme und mich an die Vibrationsdämpfer ranmache. Das ist so für die nächsten Wochen dann das größte und auch das Angstprojekt. Ich habe halt Sorgen, dass ich die Schrauben nicht rausbekomme. Ich habe noch nie einen Motor ausgebaut. Doch, habe ich schon. Bei meinem ersten Boot habe ich schon mal einen Motor ausgebaut. Aber ich habe noch nie einen Motor eingebaut und ausgerichtet. Ich habe mal Motorfundamente gebaut, habe aber dann den Motor einbauen irgendwann abgegeben. Und vor dem Ausrichten habe ich so ein bisschen Respekt, weil man das sehr ordentlich machen muss, damit man das C-Drive nicht kaputt macht. Und ich habe mit einem Freund drüber gesprochen, der Automechaniker ist und der auch schon Bootsmotoren eingebaut hat, und der hat zu mir gesagt, naja, wenn du es selber machst, dann weißt du wenigstens, du hast es so gut wie möglich gemacht. Und ich glaube, ich bin da auch relativ genau und lasse dann auch nicht 5 Grad sein, weil ich möchte, dass der C-Drive lange hält, weil sonst wird es extrem teuer. Ja, also das ist nochmal ein großes Projekt, wo ich mich darauf vorbereiten muss, aber jetzt genieße ich erstmal die Fahrt, dass wir schön Wind haben, dass ich am Wind fahren kann. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass der Wind nicht reicht, dass wir ein Windloch haben und dass wir auch die Höhe nicht laufen können, aber das läuft alles. Wenn der Architekt nicht mehr weiter weiß, malt er einen Kreis. Hey, Moment. Ja, ich überlege gerade, gegen was ich widerspreche. Ich bin ja Architekt, aber einen Kreis male ich auch gerade, aber ins Wasser. Ja. Ja, der Autopilot, der zickt immer noch rum, und in einem der Foren hatte ich gelesen, das Einfachste wäre einfach mal ein paar Kreise zu fahren, langsam, damit der Kreiselkompass sich neu kalibriert. Jetzt weiß ich allerdings nicht, es gibt hier auch eine Kalibrierfunktion auf dem ST7000, Kompass kalibrieren oder so heißt das. Aber ich bin jetzt einfach mal so im Kreis gefahren, habe auch gemerkt, der Autopilot würde jetzt wieder funktionieren, aber ich fahre jetzt die Kreise zu Ende. 3 rechts rum und 3 links rum, und dann gucken wir mal. Gut. Und auf was sollte man achten, wenn man das tut? Dass man die Angelrute vorher einholt, weil ich habe mir gerade die Angelleine, meine eigene Angelleine, 3-mal um den Kiel rumgewickelt. Zum Glück nur um den Kiel und nicht um die Schraube. Ja, jetzt musste ich mit der Angelrute 3-mal ums Boot flitzen. Ja, aber ja, zum Glück ist nichts kaputt gegangen. Ihr könnt mir bitte mal sagen, ob ich dazu kalibrieren muss oder ob das so funktioniert. Und welche Tipps ihr noch habt. Außer neuen Autopiloten. Naja, es wird irgendein elektrischer Fehler sein. Oder, also was ich gelesen hatte, war Ruderlagensensor.
Kreise fahren und irgendein elektrischer Kontakt. Naja, und diese Steckdinger, die habe ich ja schon ausgebaut, aber die waren es offensichtlich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Wer es weiß, darf es immer noch reinschreiben. So, und jetzt gehen wir gleich wieder auf Kurs und dann wollen wir mal sehen, ob er tut. Ansonsten ist, wie man gerade merkt, kein Wind. Das heißt, wir fahren jetzt unter Motor. Das war bekannt, dass wir so ein Windloch dazwischen haben. Das hatten wir gesehen. Jetzt hoffen wir, dass es nicht allzu lange dauert und dass wir in 2 Stunden wieder weiter segeln können. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel der Strecke. Und immer bei der Drittel der Strecke niest Marion. Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel der Strecke und ja, kommen halt recht langsam deswegen voran, aber wir haben ja Zeit. Haben ja keine Termine. Also bisher war es vom Wind eigentlich ganz gut gelaufen. Wir hatten teilweise 7 Knoten Fahrt, aber ganz häufig so um die 5 Knoten. Das war eigentlich wirklich okay. Und während Marion erzählt hat, habe ich den Autopilot eingeschaltet und er tut wieder. Mal gucken wie lange, aber im Moment tut er wenigstens, das ist schon mal gut. Eine ruhige Fahrt, so denkt mir zumindest. Keine Probleme, bis auf das bisschen mit dem Autopiloten, aber das wissen wir ja. Die Sonne scheint, wir können segeln, ein kleines Stückchen müssen wir motoren, aber das wissen wir ja. So sind wir entspannt und genießen den Tag. Aber wie heißt es so schön? Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Und deswegen sei gespannt, es kommt noch ein zweiter Teil. Für heute bleibt es bei den schönen Bildern.